Jo, willkommen zum neuen Video. Es ist Samstag, 15. August, circa 12 Uhr, 28 Grad. Ich bin in Neuss am Rhein. Hier gibt es den Silbersee in direkter Nachbarschaft zum Rhein. Der ist auch normalerweise mit dem Rhein verbunden, wenn nicht gerade akutes Niedrigrheinwasser ist und dieser wohl dann die Verbindung ausgetrocknet ist. Und dann kann man auch was Besonderes sehen, was man sonst nicht sieht oder kaum, und zwar ein Schiffswrack. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also ich habe das auch noch nie in echt gesehen. Bin mal gespannt. Bin jetzt auch zugegebenerweise nicht der Erste, der das filmt natürlich. Müsste hier irgendwo... Ah, okay. Ich bin schon da. Noch nicht der Einzige. Gehe ich hier runter oder? Das ist das Schiffswrack. Normalerweise sieht man hier bei Normalwasserstand nur den Mast aus dem Wasser gucken. Jetzt aber halt eben das ganze Schiffswrack. Kann man ein bisschen ranzoomen. Das Schiffswrack heißt Conny. Ist halt schon in den 90ern irgendwie hier versunken. Genau, das ist hier die Verbindung. Also rechts ist der Rhein. Und hier eigentlich eine Verbindung, also Wasser zum Silbersee. Ist alles hier trockengelegt. Irre. Ja, sieht schon echt krass aus. Zwar ist das Boot wohl um 1906 gebaut. Ich habe mal was recherchiert natürlich, um euch hier ein bisschen was erzählen zu können. Wurde um 1906 gebaut, ist ein sogenannter Aalschokker. Das heißt, hier mit dem Boot wurden Aale gefangen im Rhein. Schokker oder Aalschokker wird das genannt, weil diese Boote kommen ursprünglich aus Holland, aus einer Gegend bei Zuiderzee namens Schokland. Und die waren früher auch mal hier üblich im Rhein, als hier noch Fischfang üblich war oder Aalfang vor ungefähr 100 Jahren. In den 20er, 30er Jahre hatte so Fischfang im Rhein so seine Blütezeit oder Aalfischfang. Ist aber da mit der Industrialisierung des Rheins dann ziemlich zurückgegangen aufgrund von schlechterer Wasserqualität und wohl zurückgehende Fischmenge im Rhein. Und dann glaube ich in den 70ern dann komplett aufgegeben, Aalfischfang. Und das Boot war wohl noch bis in die 90er Jahre in Benutzung. Als Arbeits- und Wohnboot oder Schiff, ist aber dann untergegangen. Die Gründe dafür habe ich jetzt nicht gefunden. Und der letzte Besitzer ist auch nicht mehr auffindbar. Was ich nur lesen konnte im Internet ist, dass gab da so eine tragische Geschichte. Der letzte Besitzer des Schiffs musste ins Gefängnis, weil er wohl versucht hat, eine Ex-Freundin und dessen neuen Partner zu ermorden. Versuchter Mord, kam dafür ins Gefängnis. Als er wieder frei kam, hat er versucht, das Schiff hier wieder zu bekommen oder aus den Rhein heben zu lassen, hat aber wohl keine finanziellen Mittel gehabt. Und dann hat sich die Spur irgendwie zu dieser Person komplett ergeben. Es ist nicht mehr klar, wer das war, wem das Schiff gehört hat, nicht mehr auffindbar. Lebt vielleicht auch nicht mehr, könnte ich mir vorstellen. Und da das Boot hier aber auch keine Gefahr darstellt, wird das hier wohl so gelassen. Ja, es gab wohl 2003 mal Bemühungen, das Schiff zu entfernen, aber wäre nur gegangen mit der Erlaubnis des Besitzers, der ist aber nicht auffindbar. Und dann hat man sich wohl gedacht, naja, egal, es stellt keine Gefahr dar hier für die anderen Schiffe.
Ist ja nicht mitten im Rhein. Und ja, ziemlich mysteriös. Und wie gesagt, normalerweise ist hier nur der Mast zu sehen oder ein kleiner Teil vom Boot. Und ja, ich glaube, ich versuche mal da drauf zu kommen, oder? Ja, das ist hier die Verbindung zum Silbersee, der ist da hinten. Normalerweise fließt ja halt wirklich ganz normal Wasser. Ist aber gut, gerade nur ein Rinnsal, das hier noch fließt. Hier fängt der Rhein an. Ja, soll ich mal drauf gehen? Ein bisschen spooky. Ein bisschen Wasser fließt noch. Schon krass. Echt noch nie gesehen sowas. Ein Schiffswrack. Nein. Ich gehe jetzt einfach mal drauf. Hab andere Leute hier auch schon drauf gehen sehen. Ja, sieht schon krass aus. Noch nie gesehen sowas. Irre.
Sonst so immer noch ganz akutes Niedrigwasser in Köln heute, Rheinpegel nur bei 48 Zentimeter. Das ist, wieder ein neuer Negativrekord. Soll aber jetzt wohl die nächste Woche regnen. Mehrfach sogar, vielleicht schon heute Nachmittag. Mal sehen, wie viel das ausmacht. Bin mal gespannt. Und in Düsseldorf sind wohl sogar nur 1 Zentimeter Rheinpegel. Das heißt ja nicht, dass die Fahrrinne nur 1 Zentimeter tief ist oder in Köln nur 48 Zentimeter. Der Rheinpegel, der misst ja nicht die Fahrrinne. Da ist immer noch mindestens 1 Meter zusätzlich an Wassertiefe in der Fahrrinne. Aber ja, mal schauen, wie das da weitergeht. Wann sich die Situation endlich wieder entspannt. Gut, das war's soweit von mir hier aus Neuss. Vielen Dank fürs Schauen. Lasst gerne ein Like da und ein Abo und schreibt gerne einen Kommentar. Würde mich freuen über Feedback und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.